Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Trade Driver 2. Wir schauen uns eine neue Station an und zwar ist es Slavica oder so ähnlich in der Aussprache. Ist eine eingleisige Dieselszenerie mit insgesamt 3 Strecken und einen sehr interessanten Bahnhofsaufbau. Das fängt dann vor allem schon mit den Stellwerken an. Hier hinten haben wir Stellwerk SI1 und das zweite Stellwerk befindet sich hier drin. Man sieht es jetzt hier nicht, das ist im Gebäude versteckt. Das da rechts ist der Eingang. Wir haben hier die 3 Perrons hier. Dann quasi 2 Durchfahrgleise, beziehungsweise ein Hauptgleis, ein Gleis zum Abstellen. Das ist auch zeitgleich hier ein Spawngleis für TOW zum Signal D hin. Ich glaube, das müsste das da hinten sein. Und dann haben wir noch einen Passenger Spawn, der ist hier direkt im Bahnhof drin, und zwar auf diesem Gleis. Grundsätzlich freigegeben ab Level 2, gebaut vom Barty, hat mich jetzt hier gerade mal besucht. Und zum Bedienen her nicht wahnsinnig schwierig, aber es gibt ein paar Besonderheiten, die man hier auf jeden Fall beachten muss. Zum Beispiel das Stellwerk, was sich hier drin befindet, das steuert die ganzen Signale da hinten von der Einfahrt von den 2 Gleisen hier. Hier in der Mitte ist noch ein Getreidesilo, das man anfangen kann. Und dann stellt dieses Stellwerk noch die Weichen davor, aber nicht diese Ausfahrsignale. Diese Ausfahrsignale und die da hinten, die werden von diesem Stellwerk hier gesteuert. Deswegen ist es eine sehr interessante Abhängigkeit und man kann nicht von jedem Gleis hier auf jeden Anschluss rein oder rausfahren. Da muss man ganz genau den Plan anschauen. Okay, fangen wir mal mit SI1 an. Haben wir auch den Plan hier drin. Da haben wir hier die Zufahrt BZ. Dann geht es hier in den Bahnhof rein, beziehungsweise hier unten zum Personenbereich. Hier haben wir noch eine kleine Verladestelle. Und dann geht es hier weiter nach GZ, beziehungsweise nach DI. Und hier ist nochmal dieser Getreideverlad. Und da seht ihr das auch anhand von dem Diagramm schon, von welchem Signal man dann hier auf die Gleise kann. Also beispielsweise auf Gleis 7 kann man hier von beiden hier nicht rein. Auf Gleis 5 kann man nur von seitens S hier rein. Und auf Gleis 3 von S und T, also von beiden. Aber, jetzt muss man wiederum aufpassen, von der Ausfahrt her. Hier auf dieses Gleis auf GZ kommt man hier noch mit den Signalen P, M, L und K. Das wäre also das da, P, M, L, K, nicht von N. Das hier bei dem Anschluss haben wir hier N, L und K. Also einerseits hier Gleis 5, L das Hauptgleis und K das Nebengleis. Es ist insbesondere dann wichtig, wenn ihr hier drin ein PM habt, dass ihr den auch auf das richtige Gleis rein tut. Zum Beispiel für einen, der von da unten kommt nach GZ auf Gleis 5, weil hier natürlich ihr mit M hier wieder raus könnt. So, mal zu dem Ganzen. Ja, die Signale können natürlich alle hier auf Gleis 3a und dann hier raus. Und jetzt haben wir hier die Übersicht. Wir haben Signal A, B, C, D, E, F und G. Also all diese Signale hier. Aber von der Weichensteuerung her haben wir hier nur 1, 2 und 3. Das sind diese Weichen hier. Und die da macht das andere Stellwerk. Es ist eine wirklich spannende Abhängigkeit. Das gleiche auch, wenn man jetzt hier von Signal A eine Einfahrt hier nach unten machen will, muss man natürlich entsprechend hier die Weichen vorab einstellen. Ansonsten lässt sich hier die Fahrstraße gar nicht verriegeln, auch wenn die Weichen jetzt hier gar nicht drinstehen. So, dann haben wir hier einen Bahnübergang, der von diesem Stellwerk hier aus gesteuert wird. Können wir jetzt auch gerade mal wieder aufmachen. Dann gehen wir in das Stellwerk SI rein. Da haben wir den genau gleichen Plan. Die ganzen Weichen hier, die wir jetzt hier steuern könnten. Und die Signale KL, M, N, P, S und T. Und entsprechend die Fahrstraßen. Und wenn ihr hier natürlich ein Manöver macht, na, komme ich hier raus. Das Rauskommen ist ein bisschen mühsam hier drin. Wenn ihr hier ein Manöver macht, dann müsst ihr das natürlich hier mündlich machen. Hier gibt es keine Rangiersignale. Das eins schon mal vorweg. Gut, ich hatte noch das Issue, dass dieses Gebäude hier nicht immer geladen hat, beziehungsweise der Perron.
Da hat es dann geholfen, wenn man hier ein bisschen weggeht und dann wieder hin und dann waren die Sachen wieder da. Das dürfte jetzt kein Problem von der Szenerie an sich sein, sondern eher wie TD2 so die Sachen hier lädt. Auf den 2 eingleisigen Strecken da unten gibt es dann jeweils noch einen Haltepunkt für das kleine Dörfchen, was da unten ist. Das wäre einerseits Lubinsk. Das Stellwerk ist jetzt hier auf der linken Seite. Da ist quasi das Silo und hier geht es eingleisig runter. Und diese Verbindungsstraße geht auch rüber zu der anderen Strecke, wo auch der andere Haltepunkt ist. Hier bei der Tankstelle. Das ist hier der Prober. Bahnübergang. Besagte Tankstelle. Da hinten irgendwo ist der Haltepunkt. Da ist der Bahnhof. Und hier gibt es auch einen Dude, der hier die ganze Zeit den Lärm macht. Ich weiß nicht, inwiefern man das im fertigen Video dann hören wird. Aber der hat da hinten seinen Spaß, wie die beiden hier. Naja, mal schauen. Ich habe es dem Barty gesagt. Das ist so das Einzige, was mich ein bisschen nervt. Das Szenerie, ansonsten ist alles gut. Ich wurde gefragt, ist BZ frei für den Zug da? Ja, selbstverständlich. Ist frei. Ignoriert mal den Fakt, dass SWR in Deutsch ist. Das ist ein neues Projekt. Und das soll es jetzt mal in dem Video nicht gehen. So. Einmal so. Und nein, es ist nicht die Browser-Übersetzung. Das wäre sonst noch viel schlimmer. Das wäre das. Wir haben hier noch den Viewpoint BZ. Hier geht es Richtung Bahnhof. Das ist hier diese kleine Brücke zum Züge beobachten. Dann der Boba, Lubinsk hatten wir schon gehabt. Dann Elevator. Ist besagtes Getreidesilo. Da stehen auch Sachen da. Also alles, was ihr hier an Wagen seht, das ist jetzt hier vom Standard-Auto-Exec. Ich habe da nichts modifiziert. Und wir haben noch Kilometer 91173. Das ist die Einfahrt BI, glaube ich, war es. BZ, Entschuldigung. Also 91 und BZ, das ist alles hier auf der gleichen Einfahrt. Da sieht man auch das Stellwerk. Wie gesagt, der Bahnübergang hier. Und da hinten die Kurve und hinter der Kurve ist dann die eine Brücke. Ich glaube, hier unten ist auch noch ein Dude, der hier Lärm macht. Hier unten war ich tatsächlich noch gar nicht. Also der Pool ist schon mal Easter Egg Nummer 1. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwo eins. Schauen wir gerne hier mal alles an. Ja, da ist der nächste. Ruskatu Dranjo oder Roje. Ich muss das mal kurz übersetzen. Google Lens. Translate. Was steht da? Ruskat, du Bastard, gib mir mein Fahrrad zurück. Okay, ich glaube, das ist irgendein Insider-Joke hier. VIP only. Gut, dann hätte ich dieses Easter Egg auch gefunden. Ansonsten glaube ich, ist das einigermaßen überschaubar hier. Ja, ich würde sagen, ist ganz nett. Wir gehen in das Stellwerk, wir machen mal die Einfahrt für den Zug. Wohin fährt der überhaupt? Ach, der möchte hier halten und fährt weiter nach DI. Das heißt, du fährst auf Gleis, also nicht auf 3, weil von 3 kriege ich dich nicht da runter. Wir fahren auf Gleis 5. Weil von N kriege ich dich nach DI. Das heißt, ich brauche die Weiche 10 schon mal. In diesem Stellwerk. Weiche 10. Ach, die ist schon unten vom Manöver noch. Wir gehen bei SI rein. Auf die 5. Auf die 5. Und das hat geklappt.
Sehr gut. Und der Bahnübergang sollte vielleicht nach unten. Und von GZ wird auch angefragt. Free. Kann ja nur nicht die Einfahrt bis erst Mai garantieren. Weil um 8 nach dieser ROS hier wegfahren will. So, dann gehen wir nochmal in dieses Stellwerk rein. Wir wollen dann von N nach DI. N nach DI. So, dann. Ach, das erlaubst du mir jetzt hundertprozentig nicht, weil die Fahrstraße offen ist von hinten. Da wird erstmal Signal zu sein müssen. Okay. Soll uns jetzt erstmal noch nicht stören. Uhr 10, 7 Minuten Fahrzeit ungefähr, bis er bei mir ist. Ja. Ja, wartet in der Einfahrt und darf dann weiterfahren Richtung Viktograd. Wollte ich eigentlich gestern machen, das Stellwerk. Nehmen dann noch einen Stream dazu, aber ich habe irgendwie das Issue gehabt, dass es mich so alle 10 Minuten rausgehietet hat. Also im Sinne von Server Disconnect. Bin dann eine Runde gefahren, das hat dann funktioniert. Zum größten Teil. Bis es mich auch da rausgeschmissen hat. Und ich dann keine Nerven mehr hatte. Ja, gestern war irgendwie komisch, aber ich glaube, ich war nicht der Einzige, der hier Probleme hatte. Gut, wir warten jetzt mal auf den ROS und dann schauen wir weiter. Ja, schönen guten Tag. Da ist er ja. Ach, wie niedlich. Ein Wagen. Da müsste dann gleich hier hinten auftauchen. Zu den Geschwindigkeiten Anschluss BZ, wo er gerade fährt, ist VMAX 80 bis 2,5 Kilometer lang. GZ, wo der andere Zug herkommt, ebenfalls 80, 2,3 Kilometer. Und DI, wo er hinfährt, ist dann VMAX 60 mit 1985 Meter. Maximallänge vom Passenger Spawn 300 Meter, TOW 650 Meter. Okay, ich frage mal Viktograd. Deswegen 3, 4. Da. Ja, da ist jetzt 40 auf dem Signal. Gut, am Signal vorbei. Wunderbar. Block wird immer dann releasen, wenn er da unten auf dem Gleis ist. Viktograd, wie sieht's aus?
So, dann schreibe ich ihn gleich nochmal. Und er ist drin. Sehr gut. Na, dann kann ich hier gleich umbauen für den anderen Zug. Ja, das wäre dann C. Ausfahrt. Braucht nix. Was habe ich hier gesagt? N, ne? Ja. Jetzt kann ich auch verriegeln. Ja, kommt die zweite Nachricht hinterher. Und BG ist frei. Wo ist es denn? BG. Hat er auch schon angenommen. Und wir brauchen N. Und da ging es auf Fahrt. Mit 40. Der Thomas-Zug ist immer noch nicht abgefahren. Aber wir sind in der Zeit. Und der Barty, der Erbauer von dieser Szenerie, der kommt noch mal vorbei von seitens Village. Ganze 11 Minuten bleibt er hier. Gut. Passt für mich. Und was ich mir noch nicht angesehen habe, ist diese eine Ladestraße da hinten. Gibt es eigentlich hier durch Easter Eggs? Die Wahrscheinlichkeit wäre schon da, nachdem ich schon 2 gefunden habe. Aber gefällt mir sehr gut bis jetzt. Wirklich schön geworden. Schon das richtige Signal gemacht, ne? Ja, gut. So, jetzt habe ich die Abfahrtsmeldung gekriegt für diesen TNS. Die man auf eingleisig eigentlich gar nicht braucht, aber ich sag mal so, lieber einmal zu viel melden als einmal zu wenig. Wobei, einmal zu viel hatte ich auch schon eine Diskussion. Mich stört's jetzt nicht. Ach, sieh mal einmal an. Da haben wir sogar Wildtiere hier. Holzverrat hier. Und nochmal die Kollegen. Sag mal, auf was wartest du? Fährst du jetzt doch ab? Wunderbar, da fährt er. Man sieht ja die Signale hier nicht so gut. Nachdem es jetzt hier mein erstes Mal ist in der Station, macht mich das ein bisschen nervös, wenn die Leute nicht fahren. Gut. Naja, und die Signale fallen hier eigenständig zurück. Bin persönlich nicht so ein Fan davon. So, 3. Das wäre das. Und sobald der Block hier freigegeben ist, machen wir die Einfahrt für den TNS. So ein 4-Point da hinten bei der Kreuzung wäre eigentlich noch ganz praktisch. Beziehungsweise ich kann vermutlich
Und ich hätte hier noch Elevator, wo ich hier gucken kann. Aber ganz da vorne wäre irgendwie schon nice. Also, Einfahrt seitens S auf Gleis 1. Das dürfte nicht sehr viel brauchen. Außer, dass ich das jetzt hier wieder zurückbauen muss. Da will er nur die 2 Riegel haben. Das ist auch gutes Timing. Hello, Sir. Ist UL Free for diesen Zug da. Was ist denn mit meiner rechten Maustaste? So, plus. So, ich wäre eigentlich der Nächste. Gut, sagen wir mal, currently no exit. Nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, was mit meiner Maus ist, aber irgendwie nimmt er den Rechtsklick jedes zweite, dritte Mal nicht. Ich glaube, meine Maus braucht dann gleich mal eine Wartung. Danke. Fangen wir halt nochmal. 11:31, 12, 13. Verzögerung im Betriebsablauf. Jetzt schreibt er mir. Gut. Wo ist es? UL. Ist verbunden. C. Und Schuss. Und das ohne Anhalten. Das ist doch wunderbar. Mit einer leichten Verfrühung und dann kommt eben der Party. Ich glaube, ich werde meine Zeit nochmal verlängern. Was habe ich schon eingestellt? 16 Uhr. Ja, das geht nicht. Ich würde sagen, fürs Video machen wir dann nochmal 17 Uhr draus. Und dann war's das. Ich meine, wenn man sich das ein bisschen einprägt, was die Abhängigkeiten sind und von welchem Gleis man wohin kommt, das ist wirklich das Allerwichtigste hier in dem Stellwerk, dann ist es eigentlich recht easy going. Das ist jetzt Spitzko gerade, würde ich sagen, ein bisschen komplexer, obwohl es ab L ist. Söderle.
Plus. Wunderbar gemacht. Okay, dann würde ich sagen, Cut zum nächsten Zug. So, der Barty wurde uns angefragt. Der kommt jetzt hier auf GZ. Und wir werden den auf Gleis 3 reinschicken. 3 deswegen, dass wenn von da eine Person zukommen sollte, der hier anhält und nach GZ muss, dann kann der da nach unten. Beziehungsweise ja, doch, das machen wir so. Also, das wäre dann S auf die 3. Söderle, S auf die 3. 15 und der Riegel. Komm mal. Wunderbar. Also, S auf die 3. Dankeschön. Und das wäre das. Und wenn wir dann ausfahren, müsste die Weiche 10 wieder normal sein. Die andere Weiche ist von dem anderen Stellwerk. Das sieht gut aus. Der kommt erst um 16:13 Uhr an. Da haben wir also kein Zeitproblem. Das heißt, ich kann auch hier schon mal vorarbeiten. Das wäre dann G. Wo ist es? Achso, lässt er mich natürlich jetzt nicht machen. Wobei WK 1 und 3 plus, das lassen wir. Wir brauchen aber die Weiche 2 noch. Und dann ist es ja so, wir müssen ja hier 2 Begriffe geben. G und B, es sind ja 2 Signale da unten. Das ist einerseits G auf 3A und B auf BZ. Das wird jetzt spannend. Gut. Jetzt hätte ich gerne mal die Ausfahrt getestet. Sogar die Ausfahrsignale zu diesem Stellweg. Das müssten eigentlich alles mit 40er sein, oder? Also vom Begriff her. Die haben alle einen Arm. Die werden vermutlich 40 alle anzeigen. Auch dieses Signal. Respektiv gibt es einen Hebel für das. Weil das wäre dann ja G1. Ja, falsches Stellwerk. Nope. Das sind alles 40er Begriffe. Okay. Dann haben wir zuerst G machen. Und dann werden wir B ziehen. Bei der Ausfahrt. Wenn es soweit ist. Und wir... Ja, gehen wir kurz hier raus. Hello again. So, ich mache mal kurz einen Screenshot. Weil ich will dem Barty was schicken bezüglich Viewpoint, dass da hinten noch so ein Spawnpoint noch ganz geil wäre. Und hier vorne bei der Kreuzung. Mal schauen, wo wäre es da praktisch, wenn ich mich da hinspawnen könnte. Ja, vielleicht hier so.
Ja, weil da hast du die Einfahrten im Blick. Und beim Manöver weißt du dann, was er hier so macht und was die Weichen hier so tun. Würde ich jetzt gar nicht mal so schlecht finden. Hä? Was? Timeout? Warum? Nein! Warum hast du jetzt ein Timeout? Ja gut. Spawn ist offen, aber wenn er jetzt hier bei Passenger Spawn reingeht, dann dürfen wir jetzt gleich mal übermachen. Jetzt zum zweiten Mal. Ja, I guess er ist da. Fahrübergang ist schon mal glücklich. Ich lasse das Signal noch mal offen. Und warte jetzt mal, ob er noch auftaucht. Da ist er ja wieder. Ja, da wird das Internet einfach nur mal so einen kleinen Schluck aufgehabt haben. So. Machen wir mal dicht die Hüte. Und jetzt sollte ich da hinten G ist aktiviert und B ist aktiviert. Nice. Dann warten wir mal auf die Ausfahrt. So, jetzt kommt es drauf an. Jetzt machen wir die Ausfahrt für ihn. Also, zuerst G und dann B. Sehr spannend. Aber schon irgendwie geil. So, beide auf Fahrt, beide mit 40. Gewöhnungsbedürftig, aber cool. So, hier haben wir hier Runde. Ja, Sicht ist ein bisschen eingeschränkt. Aber gern mehr Stellwerke, die so aufgebaut sind. Hat schon was. Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier rein für die Ausfahrt. Und da fährt er los. Pünktlich wie die Schweizer Bahn. Dann haben wir jetzt noch einen IES, der ankommt von seitens GZ. Der fährt durch. Und MPS von BZ nach GZ. Leider halten hier nicht so viele Züge. Ich denke, wir könnten mal die Hütte wieder aufmachen. Ja, wobei der TOW-Spawn da jetzt weniger gut ist. Weil dann gleich mal BZ beschränkt ist. Machen wir mit dem Passenger. Wunderbar, das war Signal G.
könnte meinen, das ganz da links ist ein Signal, was irgendwie offen ist. Ja, wunderbar. Genau. Ups. So. So, nächste Zug erledigt. Dann können wir gerade den nächsten vorbereiten. Das wäre dann S auf die 1. Was denn? Einmal die 15. Das ist falsch. Hab mich schon gewundert. Und einmal die 15 verriegeln. Okay, das war's. Und jetzt kommt noch ein ROS rein von GZ, der auch nochmal 3 Minuten anhalten wird. Der Marsinek 79. Um 16:33 Uhr. Ja gut. Dürfte es nicht mehr lang dauern, bis dann hier geklingelt wird. Mit den Express. Und dann sehen wir uns zu dem Zug gleich wieder. So, es ist mal wieder Zeit, dass wir arbeiten müssen. Der Express ist leider nicht aufgetaucht, dafür taucht jetzt gleich der MPS hier auf. BZ nach GZ. Und das sollten wir hinkriegen. A auf die 1. So, na, wirst du mal hier wieder Retour gehen. Das wäre das. Einmal. Was habe ich jetzt vergessen? Was findest du jetzt nicht gut? Garantiert irgendwas im anderen Stellwerk. Ja. Das findest du nicht so toll. Okay. Also nochmal. Ja, auf die 1. Und dann von L auf GZ. Ja, wo bist du? Das ist das. Kann er schon mal riegeln. Und fertig. Sodale. Einfahrt ist da. Geplante Durchfahrt um 16:13 Uhr. Also jetzt eigentlich jetzt jeden Moment dann. Der ist aber noch nicht mal losgefahren. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz was. Ich habe nämlich mit dem Barty ein bisschen gesprochen bezüglich realen Vorbild von dieser Station. Also die gibt es so, wie sie jetzt hier gebaut ist, nicht. Aber die Vorlage von dem Ganzen ist Lipowa Tucholska. Das ist dieser Bahnhof hier. Ist auch in der Realität ein Dieselbahnhof. Ist auch von dem Gleisbild so ähnlich. Nur ein bisschen leicht anders aufgebaut, aber man erkennt schon die Ähnlichkeiten. Und hier auf der Hintenseite teilt sich es auch hier auf hier so 2 Strecken, beziehungsweise geht hier nochmal das eine Gleis hier so rüber auf die Linie 215. Rausgezoomt. Ja toll, ihr seht es natürlich nicht. So, jetzt. Nochmal. Ach Mann. Also, ist dieser Bahnhof hier. Und da sieht man schon die Ähnlichkeiten mit dem Vorbild. Und da hinten geht es dann eben in 2 unterschiedliche Strecken raus, beziehungsweise hier noch das 3. Gleis, hier nach oben. Da ist, so wie es aussieht, noch ein kleiner Güterbahnhof, da die Stadt. Und so weiter raus. Irgendjemand hat mir da geschrieben. Also nur, dass er abgefahren ist. Okay, gut. Und ich habe auch noch Fotos gefunden hier. Da das Bahnhofsgebäude mit den Perrons. Also man kennt auf jeden Fall den Bahnhof hier wieder.
Sieht so ein bisschen verträumt aus hier. Ja, dieses Foto ist auch ganz gut. Also hier unten der Perron, da die 2 Durchfahrgleise da. Da nochmal ein bisschen größer. Das ist übrigens ein Artikel aus 2025. Da geht es gerade darum, dass wohl hier die Strecke erneuert werden soll. Ja, so viel mal zu dem. Habt ihr wieder was gelernt? Ich würde sagen, wir fangen mal an. Is ML wie vor diese da. Und was draußen eigentlich noch hell ist, werde ich auch hier mal Zeit anpassen. Viel zu dunkel. Ist frei. Cool. GZ, RA, Z, U, RRR. Sehr gut. Signal kontrollieren. Ist auf Fahrt. Dann warte ich, bis er da ist. Und dann gibt es noch die komplette Ausfahrt. Haben wir ja genug Zeit, bis er auftaucht. Und dann der nächste. Ach, da ist er ja schon. Machen wir die Ausfahrt. Das ist Signal L. Hello. Es ist auch mein Güterzug kurz reingekommen. Den habe ich euch jetzt mal nicht ins Video reingepackt. Der wollte Richtung BZ fahren, aber da hätte er 20 Minuten warten müssen. Für einen Fahrplan, der nur eine halbe Stunde gehen sollte. Ist dann leider wieder gegangen. Da ist er ja. So, haben wir die Einfahrt zurück. Was soll denn das denn jetzt? Warum habe ich jetzt Genau das Problem hatte ich gestern die ganze Zeit gehabt. Schreiben wir mal schnell den Fahrer. 2.8 Continue to Ratsim Score. Connect. Okay, ja, dann bleibt mir leider nichts anderes übrig, als dass ich die Station mal kurz durchstarte. So, ein Vlog später wird mal wieder geklingelt. Und zwar schickt uns Liskov einen Zug von ROS. Und eigentlich sollte noch ein MPS auftauchen, aber der hat Verspätung. Super, und 2 sind offline. Na gut. Dann gehen wir mal in dieses Stellwerk. Das wäre dann einmal die Weiche 15. Für S. Was war die Gleisnummer? S auf 3. War richtig. Für die Ausfahrt braucht es dann nichts, respektive 2 Minus dann und der Riegel für die 3. Müssen wir schauen, ob wir den dann rausfahren lassen können. Das lässt er mich ja nicht zu. Und B auf BZ wäre dann die 2. Ich hätte gern den Riegel Weg 1 und 3. Ja, danke fürs Reinzoomen. Was ist mit diesem EPS? Der hat die Imperiala Sudeca die verspätete Abfahrt. Aus irgendwelchen Gründen. Ah, spannend. 33
Abfahrt. 33 Abfahrt da oben. Respektive 33 kommt da an. Das ist ein blödes Timing. Ja, da werde ich jetzt auch gerade gefragt. Okay, dann hat sich das mit der Ausfahrt erledigt. Auf die 1. Einmal Riegel. Gut, das wäre das. Das heißt, der fährt ein, der fährt da ein, fährt raus. Gott sei Dank hat er ein PT nach Zelona. Naja. Könnte schlimmer sein. Na, warten wir mal. So, da ist er. Hello. Hat jetzt auch schon eine Verspätung von plus 2 Minuten. Ist jetzt aber eh egal, wegen den MPS. Plus 10 Minuten für MPS. Da habe ich gerade die Abfahrtsmänner bekommen. Departure will be slightly delayed due to a delayed MPS. Ja, wobei, ich schreibe ihm, wenn er da ist. Bis gleich im Bahnhof, ne? Heute keine Abfahrtsinformationen hier. So. Ach, Garzewko wäre das eigentlich. Okay. Was wäre eigentlich bei der anderen Station? Dolsk. Oder so ähnlich. Okay. Bereit in das Stellwerk. So, dann schauen wir mal wegen der Ausfahrt L auf GZ. So, das wäre... Was fehlt dir jetzt? Ach, 16. Okay, das wäre L nach GZ und Zelona Gora ist irgendwie nicht mehr da. So, ROS. Tun wir mal Halteposition. Oh, -1. Das ist nicht so gut. Aber ich sehe dich noch nicht angemeldet. Wir könnten hier schon mal die Ausfahrt machen. Von G auf 3A. Das ist Ausfahrt, einfach mal die Sperre reinmachen. Dann ist das schon drin. Ja, und jetzt muss das MPS hier mal auftauchen. Yay! Da ist er ja. Ist eh noch free vor diesen Zug da.
Servus. Und ich soll warten. Okay. Ja, dann ist wie es ist, ne? Klicken wir mal auf Wardy Position. Vielleicht mit der aktuellen. Ah, shit, jetzt kann ich es nicht mehr anpassen. Ja, ist egal. Dann geht er halt weiter. Currently no exit. Yay, Stau in der Station. Dann fangen wir hier. Jetzt ist frei. GZ, 1000 NU. Dann fangen wir hier noch an. Ist ML free for den da. Nachdem jetzt doch frei ist. Der Zemsko ist auch frei. Wenn wir gleich blocken, sobald frei ist. Ja, ist vorbei. Muss ich das jetzt hier noch auflösen. Dann gehen wir hier noch bei Zemsko ML. Und ziehen dann gleich die 2 Minus rein. Erstmal Gearfahrt machen. Na, möchtest du? Ja, danke. So, und dann ziehen wir die 2 Runde. Und B. Warte, das andere Signal ist nicht auf fortgestellt? Doch. Nicht bremsen, abfahren. Okay. Abgefahren und abgefahren. So, das wäre erledigt. Haben wir mal ein bisschen Action in der Station gehabt. Ja, der 4-Point da hinten, der wäre schon ganz nice. Vielleicht kommt es ja noch irgendwann. Geschrieben habe ich 7 Mal. Also kann gut sein, wenn das Video hier rauskommt, dann hat sie da hinten bei der Kreuzung nochmal einen Ansichtspunkt. So, das war G. Und das war das andere Ausfahrsignal.
So, Kollege, gute Fahrt. Da waren es nur noch 2 Züge im Fahrplan. Ach Mann, ich Superheld. Ich habe die Aufnahme vergessen wieder anzumachen. Ja, ihr habt aber nicht sehr viel verpasst. Der Express ist angekommen. Der hatte ein bisschen Bremsprobleme bei der Ausfahrt. War nicht wahnsinnig spannend. Er ist jetzt angekommen. Mit einer leichten Verspätung. Dessen Ausfahrt ist schon gesichert. Oh Mann. Gibt einen Failpunkt. Finde ich aufnehmen. Das kann ich doch nicht machen. Kommt davon, wenn man mal zwischendrin die Aufnahme stoppt und schon mal anfangen kann zu schneiden. So. Immer hereinspaziert. Ja, er wird mich vermutlich noch nicht nach draußen verriegeln lassen. Nö. Da muss erst hier frei werden. So, jetzt kannst du aber langsam mal frei werden hier. Dankeschön. So. MFGZ. Der hat die Zugheizung an, das hört man. Weil sonst würde die da gar nicht so hoch drehen. Aber netter kleiner Verband. Und abgefahren. Komm, lass mich raus. Dankeschön. Und damit würde ich sagen, wird es der letzte Zug für das Video sein. Die anderen beiden, den Rom und den Ross, den mache ich noch so. Aber ich muss sagen, ist wirklich eine sehr schöne Szenerie. Schaut euch das an und achtet wirklich hier bei diesen Gleisen, wo ihr da was hinschicken könnt. Nicht, dass ihr euch da aus Versehen einen Lok reinmacht. Aber ansonsten ist es eigentlich easy going. Wirklich schön gemacht. Bis dahin, ich wünsche viel Spaß noch in TD2 und wir sehen uns schon bald zum nächsten Abenteuer. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tada!